Wien wächst um ungefähr 10.000 bis 15.000 Menschen jedes Jahr. Wie baut man eigentlich eine Stadt weiter? Was macht eine Stadt aus? Was macht ein Viertel lebendig und lebenswert? Das Besondere am Sonnenviertel Ost ist, dass es nicht versucht, eine Wohnsiedlung zu sein, sondern ein Stadtbaustein. Das heißt, es geht dort um verschiedene Nutzungen, nicht nur Wohnen, sondern dass es eine gute Mischung ist. Erstmals in Österreich wurde ein sogenanntes kooperatives Planungsverfahren für ein Wohngebiet angewandt. Also ein kooperatives Planungsverfahren bedeutet, dass man nicht sozusagen, wie das sonst der Fall ist, als Architekt im Büro sitzt und mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Idee entwickelt, sondern das ist ja eine große Gruppe von verschiedenen Beteiligten, die treffen sich regelmäßig. Der neue Stadtteil sollte kleinteilig und durchmischt sein. Doch wie kommt man zu Bauträgern und Akteurinnen und Akteuren, die diese Kleinteiligkeit und Durchmischung in architektonisch ansprechender Weise umsetzen? Die österreichischen Bundesbahnen, die hier Grundeigentümer waren, haben nicht die Grundstücke hier alle zum Höchstpreis verkauft, sondern man hat einen gewissen Anteil festgelegt, ungefähr die Hälfte der Grundstücke verteilt im ganzen Quartier. Die wurden zum Festpreis nach Qualität verkauft. Und dadurch war es möglich, auf diesen Grundstücken besondere Projekte zu bauen. Für diese besonderen Projekte war neben der Architektur auch die zukünftige Nutzung ausschlaggebend. Diese Gebäude sollten etwas zum öffentlichen Raum beitragen und damit für einen lebendigen Stadtteil sorgen. Und dafür wurden dann insgesamt 3 Verfahren, Verkaufsverfahren, Konzeptverfahren durchgeführt. Es gab ein Baugemeinschaftsverfahren für 4 Grundstücke, verteilt im ganzen Areal, und 2 sogenannte Quartiershäuserverfahren. Also Quartiershäuser waren damals Gebäude, die Nutzungsmischung bieten und besondere Architektur bieten. Das sollte sozusagen das Ziel sein. Die Quartiershäuser und die Baugruppenhäuser sind im gesamten Areal verteilt und sollen wie Juwele in das gesamte Quartier ausstrahlen. Das erste Quartiershaus, das fertiggestellt wurde, ist das Haus am Park, an einem markanten Punkt direkt am Helmut-Zilk-Park gelegen. Neben privaten Balkonen und Terrassen steht den Bewohnerinnen und Bewohnern auch ein Chilletarium zur Verfügung, in dem man die Seele baumeln lassen kann. Gleich daneben ist das Gleis 21, ein Holzbau, der von einer Baugemeinschaft errichtet wurde. Im Erdgeschoss befindet sich ein großzügiger Veranstaltungssaal. Er ist offen für die Bewohner des Hauses, aber auch für die Umgebung. Ich selbst bin Musikerin und bin sehr viel in meinem Leben gereist, war wenig an einem Ort. Insofern bin ich nicht so auf eine Wohnung fixiert und habe immer mehr im öffentlichen Raum agiert. Das ist vielleicht mein persönlicher Bezug auch zu diesem Haus, um das anderen Leuten auch zu ermöglichen. Monika Vizani ist eine von 46 Erwachsenen, die das Gleis 21 als Baugruppe errichtet haben. Aber wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit einer Baugruppe mit einem Architekturbüro? Grundsätzlich ist es so, dass 1:1 Architektur sich seit ungefähr 10 Jahren intensiv mit Baugruppenprojekten auseinandersetzt. Wir als 1:1 Architektur bemühen uns ja, dass wir unsere Projekte möglichst bottom-up entwickeln. Das heißt, dass wir am allerfrühesten Zeitpunkt des Planungsprozesses schon die Gruppe mit ins Boot holen. Das heißt, im Endeffekt, so wie es bei Gleis jetzt war, ist das kein Schmäh, dass wir sozusagen dieses Haus mit der Gruppe vom Städtebau bis zur Steckdose entwickelt haben. Bis zur Steckdose heißt, dass wirklich jede Wohnung individuell geplant ist. Das heißt, es gibt hier nichts, was ident ist. Jede Wohnung ist ein Unikat. Die Gruppe, jetzt Gleis 21, ist soziokratisch organisiert. Das heißt, die Gruppe an sich teilt sich auf mehrere Arbeitsgruppen auf und jede Gruppe ist für eine Sache zuständig. Das heißt zum Beispiel, dass die Fenster da draußen türkis sind. Das hat die AG Architektur mit mir gemeinsam entschieden. Oder die Hausfarbe oder dann so Details, wie der Grundriss hier herinnen dann im Detail ausschaut. Also die Großgruppe entscheidet, hier kommt die Bibliothek. Die AG Architektur entscheidet, wie es dann da herinnen in etwa ausschauen soll. Die Mikrostufe sozusagen, das sind die individuellen Heimeinheiten.
war es einfach wichtig, einen Raum zu haben, wo ich Musik machen kann, wo ich genau auch mein Büro unterbringe und das trotzdem viel Raum ist auf wenig Quadratmetern. Und ihr war die Wände extra verstärken lassen im Bau. Also das war schon das Tolle auch, dass wir Planungsbeteiligung hatten und da Einfluss hatten auch auf die eigene Wohnung. Insofern brauche ich für mich selber gar nicht so viel Wohnraum, weil wir eben auch die 270 Quadratmeter Gemeinschaftsflächen haben mit der Gemeinschaftsküche, mit dem Wellnessbereich, mit dem Fitnessraum, mit der Werkstatt, dem Atelier und der großen Dachterrasse. Das ist natürlich schon eine sehr schöne und große Lebensqualität. Und man trifft immer wieder nette Leute dort. Nette Leute trifft man auch auf der Promenade, die durch das gesamte Gebiet führt. Auch weil sie als Fußgängerzone gestaltet ist, die sich immer wieder zu kleinen Plätzen öffnet. Die ursprüngliche Planung hat eben vorgesehen, dass es hier sehr viel Gewerbe gibt und das war so vorgesehen, dass es eine zentrale Erschließungsstraße quer durchs ganze Areal gibt, ungefähr 1 Kilometer lang und links und rechts davon dann die Bebauung. Das war jetzt natürlich mit der Neuplanung, wo man sozusagen hochwertigen öffentlichen Raum wollte, wo man Nutzungsmischung wollte, in der Weise nicht mehr sinnvoll. Deswegen hat man im kooperativen Planungsverfahren dann die Erschließungsstraße für die Autos an den Rand gelegt, an die Bahntrasse. Und das Viertel selber ist jetzt nicht mehr befahrbar. Die Freiraumplanung stammt vom Landschaftsarchitekturbüro Jevo Landscapes. Claudia Feierfeil war die Projektleiterin. Unser Konzept besteht ja auch darin, dass wir gesagt haben, wir haben die Zonen vor den Gebäuden, das sind quasi die Gehsteige, also da, wo wirklich nur Fußgänger gehen, die ein bisschen ein kleinteiligeres Pflaster auch haben. In der Mitte gibt es diesen breiten Streifen, der auch von Feuerwehr befahren wird und Lieferung. Dann haben wir eben dieses Funktionsband, wo alle Möbel drauf angeordnet sind und das springt immer von einer Seite auf die andere. Und dadurch ergibt sich auch eine spannende Durchwegung, weil es nicht einfach nur eine Gerade ist, die so durchgeht, sondern du hast immer wieder Abwechslung drinnen und es ändern sich die Blickwinkel und es ändern sich die Richtungen. In dem Gebiet wurde auch ein großer Park angelegt, der Helmut-Zilk-Park, der sofort gut angenommen wurde. Da ist auch unser Jugendspielplatz jetzt ganz frisch dazu gekommen. Das war auch total faszinierend. Das war am 2. Tag, nachdem er eröffnet wurde, waren wir dort und es war voll. Also waren so viele Menschen und die haben dort geturnt und Spaß gehabt und es war sehr schön anzuschauen. Das Mio, das sich mit Gleis 21 und dem Haus am Park einen Innenhof mit Nussbaum teilt, punktet mit einem bunten Mix aus Wohnen und Gewerbe. An der Promenade befinden sich die unterschiedlichsten Geschäfte und Werkstätten. Ich bin jetzt ein gutes Jahr hier im Sonnenwindviertel im Mio-Haus. Es ist alles offen. Ich habe hier einen schönen Blick auf den Walnussbaum, der hoffentlich irgendwann ganz groß wird, aber jetzt schon Nüsse abwirft. Ich bin wirklich in der glücklichen Situation, dass ich von einem Altbau im 15. hier in einen Neubau gekommen bin, wo alles fertig war. Und ich zahle 10 Euro mehr und es sind reine Miete ohne Nebenkosten, 270 Euro hier. Raumhöhen, die sind für mich natürlich ideal, weil ich da sehr viel Material an der Wand hochbringe. Auf der anderen Seite bleibt hier auch Raum für Ausstellungen. Die Mikroeinheiten sind Teil des Konzepts, mit dem sich das Mio um diesen Standort beworben hat. Der Architektin Lina Strerowitz war es wichtig, ein nutzungsoffenes Haus zu schaffen, das sich auch über die Jahrzehnte verwandeln kann. Das Haus ist ein Quartiershaus, das heißt, es war von Anfang an die Fragestellung, was kann das Haus für das Quartier leisten. Einerseits ist es in sich sehr durchmischt, das heißt, es gibt Arbeitsbereiche, vor allem unten im Sockel, und es wird immer ruhiger und immer verwohnter nach oben hin. Gleichzeitig soll das Haus als Ganzes auch nutzungsoffen sein und sich über die Jahrzehnte verwandeln können. Ein besonderer Beitrag dieses Quartierhauses ist die Stadtsockelzone. Bereits im Bieterverfahren musste man sich mit Nutzerinnen und Nutzern für diese Einheiten mit reduzierten Mieten bewerben. Das, was wir die sogenannten Mikropilotinnen genannt haben, also eigentlich sehr kleine Einheiten, von denen wir 9 Stück haben. Und der Vorteil davon ist, dass sie eigentlich wirklich sehr leichtfüßig sind.
Es gibt, selbst wenn jemand ausfällt, und das ist natürlich im Laufe des Prozesses auch passiert, war immer sehr schnell jemand anderer da, der nachziehen konnte. Und was man jetzt sieht, was sehr schön ist, ist, dass immer irgendwer offen hat von den Neuen. Auch der Betreiber von BioMio, Frank Hagen, war von Anfang an bei den Mikropilotinnen dabei. Warum ich mich überhaupt beworben habe für das war ein ziemlich langwieriger Prozess hier, war, weil mir das Konzept quasi Mikroeinheiten sehr gut gefallen hat, weil das ist irgendwie so für mich wie Markt halt nur drinnen. Man geht halt vom Marktstand zum Marktstand und genau, das hat mir eben gut getaugt. Ja, es ist einfach ein schönes Miteinander und natürlich auch für die Umgebung, denke ich mal, wirklich ein Gewinn, dass hier im Erdgeschossbereich Leben da ist und Aktivitäten gesetzt werden. Ein anderes Quartiershaus mit dem Thema Arbeiten ist der Stadtelefant. Die beteiligten Büros waren schon länger auf der Suche nach einem Standort. Wir haben gewonnen, glaube ich, deswegen, weil wir gesagt haben, dass es total Sinn macht, in einem reinen Wohnviertel zu arbeiten. Ja. Die halt mit einem Konzept angetreten sind, die haben halt sich überlegt, wie kann das Erdgeschoss bespielt werden. Und wir haben gesagt, okay, den einen Teil machen wir als unsere gemeinsame Kantine. Franz und Sue sind aus dieser Idee heraus entstanden. Wir haben früher eine eigene Köchin gehabt. Jetzt sind wir gewachsen und gewusst, die eigene Köchin funktioniert nicht, aber wir sind auch zu klein, quasi Kantine allein zu betreiben. Und diese Idee, wenn 120 Leute in einem Haus zusammenarbeiten, dann geht sich das aus, diese Kantine gemeinschaftlich zu bewirtschaften. Was schon wesentlich ist und das, was am meisten Spaß macht, dass zu Mittag und am Abend jetzt eigentlich also das ganze Viertel irgendwie partizipiert. Ja. Es ist, also man trifft sich da und für uns ist es diese Möglichkeit, irgendwie zu sagen, okay, das ist unser Beitrag eigentlich zur Stadt oder zur Stadtentwicklung. Ja. Ich glaube, das Schöne daran, das sind diese kleinen Pflänzchen, die dann so entstehen. Und das ist ja nicht nur bei uns, sondern das ist bei vielen anderen von diesen spannenden Projekten da. Und in Summe ergibt es dann eine lebendige Stadt. Ja. Diese Autofreiheit ist, glaube ich, der größte Bonus, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Das ist für alle Leute, die da wohnen, natürlich super, aber es ist für uns einfach auch eine super Lebensqualität. Also wir haben ja gleich da zur Bahn hin die Parkgarage, wo jeder seinen Beitrag leisten musste. Das ganze Sonnenviertel ist in der Mitte ja autofrei oder beinahe autofrei, also es gibt nur Zulieferung. Die ersten Kunden, die wir gehabt haben, haben gefragt, na, wie funktioniert das mit der Anlieferung? Ja, aber das funktioniert perfekt. Auffällig am Stadtelefanten ist die graue Sichtbetonfassade, die dem Gebäude auch seinen Namen gegeben hat. Das meiste an sozialen Wohnbau in Wien wird einfach mit Vollwärmeschutzfassade realisiert. Und wir haben gesagt, wir wollen ein anderes Konzept haben und deswegen haben wir sozusagen jetzt ein Fertigteilkonzept an der Außenfassade gespielt, das eigentlich aus einem Industriebau kommt, wo sozusagen das Fertigteil fixfertig hingesetzt wird. Die Wärmedämmung ist zwischen dem inneren Betonteil und dem äußeren Betonteil. Hat den großen Vorteil gehabt, dass man plötzlich gar kein Gerüst aufstellen musste. Und das Zweite, was wir gesagt haben, wir haben eine höhere Raumhöhe. Wir haben anders, als wenn man natürlich jetzt rein marktwirtschaftlich agiert, gesagt, wir machen ein Geschoss weniger als möglich ist und dafür wird jedes Geschoss ein bisschen höher. Wir hoffen, dass dieses Haus insofern langfristig, was auch immer in 30 Jahren da drinnen stattfinden wird oder in 40 Jahren, einfach brauchbar ist. Schräg gegenüber des Stadtelefanten befindet sich ein weiteres Gemeinschaftsprojekt, der Grätzl-Mixer. Der Grätzl-Mixer ist eigentlich ein großer Veranstaltungsraum im Erdgeschoss des Projekts, der sich zum Vorplatz öffnet. Birgit Kautsky von Kaabe Architekten hat das Projekt mitgeplant. Das ist der Grundriss vom Erdgeschoss. Hier sieht man sehr schön die beiden Häuser, die beiden Stiegen rechts und links. In der Mitte der Gemeinschaftsraum, der Grätzl-Mixer mit einer großen Glaswand hier, wo man durch das Haus durchschauen kann, vom Platz in den Hof. Die beiden Baukörper haben den Vorteil, dass jede Wohnung mit Licht von 2 Seiten versorgt wird. Die Wohnzimmer sitzen dann immer an der Ecke, das heißt, sie haben selber auf 2 Fassaden Licht, sodass man dann immer morgens und abends oder morgens und nachmittags Licht reinbekommt, was für uns eine ganz wichtige Qualität ist. Das Innere des Gebäudes zeichnet sich durch eine besonders hohe Flexibilität aus. Die Wohnräume sind bis zu 3,60 Meter hoch. Um diese zusätzlichen Raumhöhen schaffen zu können, kam den Planerinnen und Planern eine Besonderheit im Flächenwidmungsplan des Sonnenwindviertel aus zugute. Die Bauordnung gibt üblicherweise das Volumen eines Hauses vor. Und der jeweilige Bauträger versucht, innerhalb dieses Volumens möglichst viel Fläche zu erzeugen. Hier hatten wir im Bebauungsplan eine maximale Fläche
festgelegt und definiert für jedes Gebäude, die wir nicht überschreiten durften. Und dadurch konnten wir mehr Volumen erzeugen. Im Kretzel-Mixer wohnen viele Familien mit Kindern. Durch die Fußgängerzone in der Mitte und dem angrenzenden Helmut-Zilk-Park können sich die Kinder im Sonnwendviertel Ost ungewöhnlich frei bewegen. Eine großartige Innovation im Städtebau ist das Mobilitätskonzept. Das heißt, wir haben es anders als man das üblicherweise aus der gründerzeitlichen Stadt kennt oder als es auch noch im Sonnenwendviertel West gebaut wurde, hier eine erschließende Fußgängerzone, die Bloch-Bauer-Promenade. In Kombination mit dem angrenzenden Helmut-Zilk-Park sind sie ein großer Raum, in dem sich die Kinder frei bewegen können. Das heißt, die Kinder können selbstständig das Haus verlassen, die Freizeit im Park, auf der Straße verbringen, Banden bilden. Ja, das funktioniert tatsächlich. Sie haben einen viel größeren Aktionsraum, als man das in der herkömmlichen Stadt kennt, wo man die Kleinen immer an der Hand nehmen muss und auf dem 1,50 Meter Bürgersteig irgendwie klarkommen muss. Ja. Und das ist wirklich eine große Qualität, die ich mir an vielen Stellen in Wien wünsche. Einen lebendigen Mix vereint auch das Gebäude Grüner Markt in sich. Als Quartiershaus geplant, beherbergt der Grüne Markt nun eine Schule, eine Behindertenwerkstatt, eine Gemeinschaftspraxis, Büros und eine Baugruppe mit vielen Gemeinschaftsflächen. Wir hatten die Herausforderung, ein sehr nutzungsoffenes Gebäude zu machen, das einerseits Wohnen, andererseits aber auch viel Gewerbe aufnehmen kann, wobei das am Anfang ganz unklar war, wie das Verhältnis sein wird. Ja, die große Herausforderung bei dem Projekt war eigentlich das Grundstück. Die Grundstücksform ist fünfeckig plus die längste Seite hat einen langen Bogen drin. Zur Bahn hin war aber die längste Seite des Grundstücks und deshalb sind trotzdem noch relativ viel Gewerbeflächen entstanden, auch bis in den 3. Stock. Die Ausgangsidee war das produzierende Haus. Ein Haus, das Dinge produziert, aber auch Wissen und Kommunikation. Damit sollen Beziehungen zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern und den gewerblichen Nutzerinnen und Nutzern, aber auch mit dem Quartier und der Stadt ermöglicht und gefördert werden. Wir haben dann im Weiteren sehr, sehr viel gelernt, was die Themen sind bei der gewerblichen Vermietung. Vor allen Dingen eben das lange Vorausplanen ist kaum üblich. Das sich uneigennützig einbringen in die Entwicklung eines Projektes ist schwierig. Gewerbliche Nutzungen vor allen Dingen waren dann sehr lang offen. Die ÖHTB, eine große Behindertenwerkstätte, die ziehen nächste Woche ein und da werden 70 Menschen den Tag verbringen, also Pfleger und Klientinnen. Und im Erdgeschoss vom Turm haben wir die Montessori-Schule, die ist jetzt schon das 2. Jahr in Betrieb. Im 1. Stock gibt es den Co-Creation Space, da gibt es inzwischen 6 Untermieterinnen. Also es ist vor allen Dingen auch unser Büro, aber auch mit eben 6 Untermieterinnen, die das unterschiedlich nutzen. Darüber gibt es Architekturbüro. Im 1. Stock vom Turm gibt es noch eine Pension mit 14 Betten, die auch ganz gut in Betrieb ist. Und so sind wir ganz flexibel und schauen, dass wir da einen schönen Nutzungsmix zusammenkriegen. Das Gebäude hat im Quartiershausverfahren den Wettbewerb für sich entscheiden können. Trotzdem wohnt nun eine Baugruppe darin. Wie ist es dazu gekommen? Also meine Frau und ich haben die Baugruppe gegründet, haben uns für ein anderes Grundstück beworben, das wir nicht bekommen haben und waren dann eben mit unseren, damals waren wir dann nur mehr 5, 6 Leute, Kerngruppe auf der Suche nach einem Grundstück, sind zum Bauträger von diesem bereits gewonnenen Wettbewerb gegangen und haben gesagt, wir würden gern alle Wohnungen übernehmen. Und der hatte ein großes Vertrauen zu uns und hat uns da unterstützt. Es ist sehr schön, in dieser Gemeinschaft zu leben. Wir lernen uns schon langsam kennen. Ich glaube, auch das ist schafft eine gewisse Spannung in einer Gruppe, eine positive Spannung, dass es auch noch was zum Kennenlernen gibt und dass man sich noch näher kommen kann. Wir haben sehr darauf geachtet in den verschiedenen Erweiterungsphasen, dass wir verschiedene Altersgruppen, verschiedene soziale Hintergründe, dass da wirklich eine große Diversität da ist. Ja, die Gruppe hat ganz viele Gemeinschaftsprojekte schon konzipiert in der Planungsphase, in der Entstehung des Projekts.
vom Carsharing, das noch in der Organisationsphase ist, über die gemeinsame Werkstätte, die Selbstbautruppe, die Food Coop, die jetzt ganz gut im Laufen ist, wo jetzt schon viele Leute aus der Umgebung auch dabei sind. Und ein wichtiges und sichtbares tägliches Element ist der Kochkreisel, wo zwischen 5 und 15 Personen teilnehmen derzeit. Es ist durch die Krise etwas eingeschränkt, aber wir kochen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also immer einer kocht oder 2 und die anderen können essen. Und so kommt man einmal im Monat dran und isst den Rest des Monats einfach mit. Und das ist für alle gut, die im Haus wohnen und die im Haus arbeiten. Die Gemeinschaft wird auch in diesem Haus großgeschrieben. Die Baugemeinschaft Bikes and Rails ist nicht nur besonders fahrradfreundlich, sondern hat auch ein ganz besonderes Anliegen: Häuser langfristig der Spekulation am Immobilienmarkt zu entziehen. Also das Mietshäuser-Syndikat ist eine Initiative aus den 80er Jahren in Deutschland. Und da haben sie Leute, kommt so aus der Hausbesetzerszene, haben Leute einfach leerstehende Häuser besetzt und die haben sie dann einfach die Häuser selbst renoviert und sind dann in Verhandlung gegangen und haben dann sozusagen ein rechtliches Konzept entwickelt, dass das Haus ihnen dann gehören kann. In den vergangenen 20 Jahren entstanden so in Deutschland über 150 Hausprojekte, alle unter dem Dach des Mietshäuser-Syndikats. Und in Österreich ist sozusagen seit 5 Jahren ein gleiches Konzept umgesetzt worden, das heißt Habitat. Und im Habitat sind mittlerweile 5 Häuser. Und wir sind bei Bikes and Rails. Und Bikes and Rails ist das erste Haus, das ein Neubau ist. Und für uns das Modell, das unverkäuflich ist, das nicht teurer werden kann, ist es das, was unserer Vorstellung von fairen Wohnen am meisten entspricht. Weil man das Haus kauft, als Hausgemeinschaft das Haus selber verwaltet. Also auch alles selber entscheidet. Wenn man hier einzieht, muss man Lust haben, auf politisch aktiv zu sein. Man muss Lust haben auf gemeinschaftliches Wohnen. Was man dem Haus nicht ansieht, es ist ein Holzriegelbau in Passivhausbauweise, geplant vom Architekturbüro Rheinberg, dessen Architektur das gemeinschaftliche Wohnen unterstützt. Und hier sind wir im Loggia-Bereich. Jede Wohnung hat auch einen sozusagen Außenbereich. Und wenn man dann nach hinten schaut, sozusagen kann man an die ganzen anderen Wohnungen vorbeigehen. Und es ist so von der Idee her, von der Architektur her der soziale Bereich. Man trifft die Nachbarn, man kann sich unterhalten, man ratscht. Wir haben auch eingeführt, dass wir uns einmal im Monat treffen, gemeinsam kochen, was essen. Da redet man dann auch sozusagen über die Sachen, die laufen, über das gemeinschaftliche Putzen zum Beispiel in der Loggia. Aber es ist so dieser öffentliche Raum und man sieht hier dann auch in die Wohnungen rein, wenn man vorbeigeht. Man sagt Hallo oder man geht vorbei, wenn man keine Lust hat oder keine Zeit hat. Dann ist das auch in Ordnung. Aber es ist so die soziale Einladung, dass man da das Offene, ne? Im Gegensatz zu dem hinteren Bereich, der dann eigentlich der private und persönliche ist. Sonnenviertel Ost, so wie es jetzt fertig ist, ist meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Es sind viele der ursprünglich geplanten Eigenschaften konnten umgesetzt werden, die Kleinteiligkeit, die Qualität des öffentlichen Raums, die Nutzungsmischung und so weiter. Das ist also gut aufgegangen. Glaube ich, dass man von hier viel für neue Stadtteile in Wien, aber auch anderswo lernen kann, wie man eben hinsichtlich kooperativen Planungsverfahrens, hinsichtlich Konzeptverfahren, hinsichtlich der Planungsqualität beim öffentlichen Raum, bei der Mobilität und so weiter vorgehen sollte. Also wenn man sich das ansieht, wie es hier funktioniert hat, dann kann das, glaube ich, ein gutes Vorbild für andere Stadtteile sein.